Pferdewetten Gewinnberechnung nit Quantenmechanik Verschränkung Doppelspalt Autor Selzer-McKenzie YouTube. Heute ist Sonntag, der 7. April 2019 und ich werde gleich per Internet ein Pferderennen in Oakbank in Australien, nämlich das 8. Rennen am heutigen Tage um 9:10 Uhr in Australien, sind es 10 Stunden später wetten, welches ich mit der Anwendung der Technik der Quantenmechanik, der Verschränkung und des Doppelspalt berechnet habe. Es handelt sich hier um ein Galopprennbahn für vierjährige und ältere Pferde über eine Distanz von 1400 m. Hier zunächst die zu berechnenden Rohdaten der am Start stehenden Pferde. Pferd Nummer 1 vorig Ast 75 mit fallender Tendenz, Kurzform 5531-2, das Pferd hat 32 Starts, davon 5 Siege und 10 Plätze, und eine bisherige Gewinnsumme von 127.915 australischen Dollar. Pferd Nummer 2 vorig Ast 87 mit fallender Tendenz, Kurzform 32873, und das Pferd hat bisher 31 Starts, davon 3 Siege und 10 Plätze, und eine Gewinnsumme von 71.100 australischen Dollar. Pferd Nummer 3 startet nicht, hat aber bisher eine Kurzform von 22617, und hat bisher 32 Starts, 5 Siege und 11 Plätze, und eine Gewinnsumme von 102 australischen Dollar, aber dieses Pferd startet hier nicht. Pferd Nummer 4 vorig Ast 45 mit steigender Tendenz, Kurzform 2431, das Pferd hat bisher 4 Starts, einen Sieg und 2 Plätze und eine Gewinnsumme von 30,0 australischen Dollar. Pferd Nummer 5 startet ebenfalls nicht, Kurzform 7-5-3-5-100. Pferd hat bisher 31 Starts, 4 Siege und 6 Plätze und eine Gewinnsumme von 59.400 australischen Dollar, aber dieses Pferd startet hier nicht. Pferd Nummer 6 vorig Ast 270 mit gleichbleibender Tendenz, eine Kurzform von 87344. Pferd hat bisher 72 Starts, davon 10 Siege und 19 Plätze und eine Gewinnsumme von 346.710 Dollar. Pferd Nummer 7 vorig Ast 117 mit fallender Tendenz und eine Kurzform von 98083, und das Pferd hat bisher 43 Starts, davon 8 Siege und 10 Plätze und eine Gewinnsumme von 133.715 australischen Dollar. Pferd Nummer 10 vorig Ast 115 mit steigender Tendenz und Kurzform Disqualifikation 7-7 bis 1600. Pferd hat bisher 44 Starts, 6 Siege und 11 Plätze und eine Gewinnsumme von 109.250 australischen Dollar. Pferd Nummer 11 vorig Ast 165, Kurzform 13216. Pferd hat bisher 29 Starts, davon 4 Siege und 7 Plätze und eine Gewinnsumme von 49.750 australischen Dollar. Pferd Nummer 12 vorig Ast 113 mit gleichbleibender Tendenz, Kurzform 3470400. Pferd hat bisher 41 Starts, 6 Siege und 9 Plätze und eine Gewinnsumme von 122.230 australischen Dollar. Pferd Nummer 13 vorig Ast 112 mit fallender Tendenz, eine Kurzform 44812, und das Pferd hat bisher 25 Starts, davon 3 Siege und 6 Plätze und eine Gewinnsumme von 56.285 australischen Dollar. Pferd Nummer 14 vorig Ast 145 mit fallender Tendenz, Kurzform 27401, und das Pferd hat bisher 26 Starts, davon 4 Siege und 8 Plätze und eine Gewinnsumme von 57.400 australischen Dollar. Pferd Nummer 15 vorig Ast 170 mit fallender Tendenz, Kurzform 59609, und das Pferd hat bisher 32 Starts, davon 4 Siege und 3 Plätze und eine Gewinnsumme von 100.345 australischen Dollar. Pferd Nummer 16 startet nicht, hat aber eine Kurzform von 56417 und bisher 30 Starts, 2 Siege und 6 Plätze und eine Gewinnsumme von 51.400 australischen Dollar, aber dies Pferd startet hier nicht.
Insgesamt sind also 16 Pferde gemeldet gewesen, aber es starten nur 13 Pferde und die oben genannten Daten sind natürlich sehr wichtig, um im Einzelnen zu berechnen, ob das entsprechende Pferd die Chance hat, als erstes Pferd im Ziel einzulaufen. Das kann man sehr wohl recht genau nach der Technik der Quantenmechanik des Doppelspalt und des der Verschränkung berechnen. Die Berechnungen ergeben, Pferd Nummer 1, Pferd Nummer 7 und Pferd Nummer 11 haben die größten Chancen, als erster ins Ziel einzulaufen. Diese Pferde wette ich nunmehr als Siegpferde und als Zweierwette miteinander. Nun beginnt das Rennen mit etwas Verspätung und als Sieger läuft die Nummer 1 ein, als Zweiter läuft die Nummer 7 ein und als Dritter läuft die Nummer 4 ein. Ich habe mal wieder vorne alles richtig getippt, da ich die Nummer 1 als Sieger neben zwei anderen Pferden berechnet und getippt habe. Ebenfalls habe ich eine Zweierwette gewonnen. Jetzt kommen die Quoten. Siegpferd Nummer 1 hat die Quote 78, die Zweier also 1 und 7 Uhr haben die Quote 538. Es hat mal wieder bestens funktioniert, die Quantenmechanik in Verbindung mit der Verschränkung und des Doppelspalts und deren Berechnung ist tatsächlich sehr zuverlässig und ich habe heute schon wieder dick gewonnen.